Liebe Leute, willkommen zurück zu The Darkest Files. Wir haben einen der Verdächtigen verhört, der alle Schuld von sich schiebt, wie es zu erwarten war, und die Schuld den anderen, vor allem dem Schickert, in die Schuhe schiebt. Kiebitz war das, einer der Gruppenmitglieder aus dieser Gruppe in München. Sehr widerlicher Mensch. Wir werden mal Fritz Bauer berichten, was wir gehört haben. Oder sollten wir noch mal irgendwas in der Akte gegenprüfen? Ich glaube nicht. Miss, I got something that might help you. Ha, was denn? So, I have done some digging beforehand. Yes? And found something potentially useful for you. The brewery's blueprint. I put it in your office, on the cork board. I thought it might help you to have more of a physical understanding of the crime scene. I'm sure it will. Thank you, Paula. Bauplan von der Brauerei. Ich bin gespannt, wie der relevant wird. Das war doch hier hervorgehoben, oder nicht? Ach so, an der... Nicht in der Akte, sondern an der Korkwand. Wo ist die Korkwand? Hier. Okay. Who ordered the execution? This is not reconstructed yet. Wie kann man den Tathergang gewissermaßen rekonstruieren? Unsere Theorie davon zumindest. Aha, das Verbrechen wird in 5 verschiedene Phasen unterteilt. Wir müssen festlegen, wer zu welcher Zeit wo war. Jetzt können wir die einzelnen Personen hier herumschieben. Aber wahrscheinlich in die... die einzelnen Räume. Okay. Select the Mr. Norman. Herr Norman war in der Zelle. Die Aussagen der Verdächtigen werden nicht immer übereinstimmen. Und dann gibt es hier eine Übersicht, was die ausgesagt haben zu der Szene. Kann man draufklicken. Kiebitz sagt, ich habe im Flur mit Schickert und Faltmann gesprochen. Nee, nur mit Schickert gesprochen und Faltmann war im Büro. Also demnach war Faltmann hier und die haben hier gesprochen. Faltmann was in the office. Mit Schwarz. Okay, das ist die erste Phase der Theorie. Jetzt ist die Frage, wer hat die... Also die Endfrage ist, wer hat den Befehl gegeben für die Exekutierung? Und Kiebitz sagt jetzt, ja, die sind jetzt rausgekommen und haben das gemacht. Ich würde ganz gerne das hier aber abbrechen. Kann ich das? Und mir die andere Zeugenaussage erstmal holen? Nee, kann ich scheinbar nicht. Also Kiebitz sagt, oder hat gesagt, Faltmann und Schwarz sind in den Flur gegangen und Schwarz habe den Befehl gegeben.
Okay. Aha, das ist die Übersicht der Fragen, die Fritz Bauer zum Fall stellt. Diese Fragen müssen wir beantworten. Okay, dafür müssen wir den Figuren bestimmte Aktionen zuweisen. Und es gibt Hinweise darauf, wenn hier Fragen unbeantwortet sind. Nochmal bearbeiten. Wer hat den Befehl gegeben? Laut Aussage von Kiebitz war das schwarz. Ah, mit Rechtsklick. Okay, das kann man rückgängig machen und so weiter. Das ist bisher die Theorie. Theorie kann weiter ausgebaut werden. Genau, wir wissen aber noch nicht, ob die Zeugenaussage korrekt ist. Das werden wir noch gegenprüfen müssen. Wir können später zurückkehren und das Ganze weiter bearbeiten. Das ist ein spannender Ansatz. Finde ich ganz cool gemacht vom Design her. So, wir wollen aber mit Fritz Bauer als nächstes mal sprechen. Miss Katz, what brings me to the honor of your visit? I interviewed our first suspect. Have you read the transcript? I did. How did it go? Well, this Mr. Kiebitz, let me put it this way. I have met newts who were more likable. But we're not having a sympathy contest, are we, Miss Katz? No, of course not. I know how you feel, but I can say from experience, it's better to ignore it. Besides him being an unpleasant fellow, what do you think about Mr. Kiebitz? Kiebitz says he saw how his colleague Schickert killed Mr. Naumann. And according to him, Schickert shot even against the express order of the superior Feldman. And he's telling the truth? Maybe, maybe not. At the current stage of the investigation, it is impossible to say conclusively. I agree. This means you have to investigate further. Of course, what he says could be true, but he could also try to cover up his own involvement. No. Either way, I see 3 further questions we need to answer. First question, who shot Mr. Naumann? Who did pull the trigger? Was it really Mr. Schickert who pulled the trigger and executed the victim? Or is Kiebitz lying? Second question. Mr. Kiebitz claimed that his superior, Feldman, had refused the order by District Leader Schwarz to execute the prisoner. It might be relevant to clarify whether this is true. And thirdly, the witness testifies that Mr. Schickert threatened to inform the Gestapo about the insubordination. Whether this is true or not is up to debate, but either way should be investigated. Threatening others could be considered coercion in court and, in case of doubt, also affect the verdict. If you found an answer to all of these questions, we should be able to build a solid case. Okay, ja, das wird vielleicht nicht ganz einfach sein. Fragen wir mal, ob es da Akten zu gibt. Miss Katz, how can I help you? I need some additional files. Something specific? Any updates on the suspect's personnel files? I've made the request, but no news since then. Berlin's as silent as always. I need you to invite a potential witness. Of course. Who should I reach out to?
Please invite Mr. Schickert next. We'll reach out immediately. There's nothing left for me to do. I should call it a day. Okay, also weil viele Akten der Gestapo natürlich vernichtet wurden zum Kriegsende hin. Oder auch zum Teil natürlich durch Bombentreffer und so weiter zerstört. Das ist zum Beispiel in Hannover der Fall. Das Einzige, was man dann machen kann, ist sozusagen sogenannte Parallelüberlieferung zu suchen. Also sozusagen Berichte von der Gestapo an andere Verwaltungsbehörden und aus denen heraus Hinweise zu finden. Naja, mal gucken, ob das hier relevant wird, ob das überhaupt eine Option ist. Er hat es ja wohl auch nur angedroht. Mal sehen. Eine andere Wahrheit. Tja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was Schickert dazu zu sagen hat. Miss Katz, a second? Ja, Paula, was gibt's? Yes, Paula? Mr. Schickert, the witness you wanted to see? I'm afraid he arrived a bit early. He's waiting for you in the conference room. Already? I know, I told him he might have to wait. So ähnlich hat mir das Bundesarchiv zu einem meiner Großväter geantwortet. Ah. Ja, ich habe das Ähnliche mal gemacht, angefragt zu meinem Urgroßvater, der immer nicht so ganz klar war, aber auch da fehlen also der hat gelebt in der DDR dann später, da fehlen der Wehrpass und alle Armeeunterlagen sind weg, mehr oder weniger. Man weiß noch, in welcher Einheit er eingesetzt war. Jetzt müsste man dann nochmal irgendwie tiefer rein recherchieren, was die genau gemacht hat. Reserveartillerie war das, glaube ich, in Italien oder sowas. Und dann britische Kriegsgefangenschaft, unter anderem auf Malta. Aber ja, da ist auch nicht mehr alles zu finden. Ah. Beim Roten Kreuz, ja. Doch, ich glaube, Rotes Kreuz kann da weiterhelfen. Ja, Ego-Dokumente habe ich da auch überhaupt gar keine. Ist aber eine ganz spannende Sache, weil das häufig in der Familie dann, naja, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, häufig nicht so sehr thematisiert wird oder nur bestimmte Aspekte davon überhaupt erwähnt werden und so weiter, ne? Also, wenn man da noch mit älteren Menschen zu tun hat, die das mehr oder weniger aktiv miterlebt haben, ist das manches Mal sehr schwierig, an Informationen zu kommen. Und man merkt ja sehr schnell, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dass die immer, was natürlich in jedem, also generell der Fall ist, aber gerade bei solchen Themen dann immer gefärbt sind in irgendeiner Weise. Und selektiv. That he will. We did specify the time. Of course, Miss Katz. Okay, es gibt den neuen Zeugen. Haben wir sonst irgendwas zu erledigen noch hier im Büro? Ich glaube nicht. Können wir eigentlich direkt zu ihm gehen? Mr. Schickert, I didn't expect you yet. Arriving on time means you're 15 minutes late. Very traditional. Nothing wrong with good traditional values. Thank you for coming. My name is Esther Katz. I am the prosecutor in charge. I'll cut right to the chase. What happened on the 28th of April back in 45? So, you're finally reopening the case, aren't you? You seem excited about this. What is it to you? Let me put it this way. I still have a score to settle. It is time for some gentlemen to answer for what happened back then. Just to be clear, you are referring to? Kibitz and local group leader Feitmann. So, your superior and your colleague. What had happened?
On that day, Faltmann, Kiebitz and I had captured an alleged insurgent. We had taken him to the district office and locked him in a cell. It was an old man. Was his name Hans Naumann? It's more than 10 years ago, but I'm pretty certain that this was his name, yes. What did the district building look like? It had been moved to a brewery because of the air raids. There was an office, individual cells, and a long corridor lined with boxes, barrels, and bottles. Please describe the situation. I was in the hallway with Mr. Kiebitz, while local group leader Faltmann was in Schwarz's office to report to the district leader. Okay. Can you tell me more about your local group? We mainly wrote reports and helped in the district where help was needed. Das klingt ja ein bisschen sehr anders hier. I'm sure the group members had a drink here from time to time. After all, the building was probably still full of beer. Shortly after, the two men came out. Pointing to the cells, the district leader gave the command. How did the members of your group spend their free time? They went drinking together. Not me though. I don't drink. I prefer being home early and getting a healthy sleep. What kind of command? He ordered us to shoot the prisoner. Vielleicht kommen wir hier später nochmal zu dem Büro. Das liegt ja noch im Nebel immer noch. The district leader returned to his office together with Mr. Kiebitz. Mr. Faltmann asked me to follow him. Together we walked down the corridor to the cell where the old man was kept. How did you make sure you had enough electricity? We had a generator for power outages and oil lamps. Describe the cell to me. Small and dirty, with a narrow, barred window just under the ceiling. Not that the prisoners in here deserved much more. They were there for a reason. Most of them, at the least. What did Mr. Faltmann do? The group leader raised his voice. Do you remember his words? He told me to shoot the prisoner. And did you shoot the prisoner? No, I did not. The man was clearly innocent. How did you come to this conclusion? He was accused of... what was it again? I remember someone mentioning it. Just a second, I have that somewhere. Ist das wieder... Tja gut, man kann das... Ach so, das Bild wird es diesmal sein, weil hier geht es ja um Jan Naumann. Ja, wobei, oder ist das hier der Hinweis mit dem Kommunismus? Wir hatten ja auch in der Zeitung gelesen, dass die
kommunistische Partei ja auch in der Bundesrepublik dann verboten wurde, also dieser Antikommunismus, der ideologisch schon in der NS-Ideologie sozusagen angelegt war, der setzt sich dann im Kalten Krieg gewissermaßen 1:1 auch fort. Ich schätze mal, das geht über die Flagge. Does this photo bring back any memories? Let me see. Yes, I believe it does. The Reich flag. It was torn down. The guy was accused of climbing up there. Complete nonsense. Look, the man we had captured there. I'd have counted him lucky if he was able to get out of bed every morning. Besides, group leader Faltmann himself had said earlier that we had only taken him hostage. Him and Kibitz had hoped that the perpetrator would turn himself in if they held the old man hostage. Why did they assume that? Because the perpetrator was the son of the old man. That's what they believed, at least. So they had hoped the son would come to get his father released? Exactly. But you didn't think their plan would work? Doesn't matter what I was thinking. You can't just go and take a fellow German hostage. How did your superior take your refusal? Not well. He yelled, and I argued. Do you remember your words? I told him that it made no sense and that we should refrain from doing that. Group leader Faltmann then threatened me. He said he'd report me to the Gestapo, that I would be severely punished, possibly killed. But you still refused. I did. I just couldn't do it. We had these oil lamps everywhere. In the bathroom, in the living room, in the kitchen. I left the room. Outside the cell, I met Kibitz, who was about to enter. A gun in his hand. Cocked. The next thing I hear is the shot. Okay. So what you are saying is that Mr. Kibitz shot him. He did indeed. I know it. But why would he do that? What was his reason? What do I care about his reason? What he did was wrong. That's why I'm glad the case has been reopened. You break the rules, you get punished. That's the way it should be. We will make sure the right people face the consequences, Mr. Schickert. Thank you for coming in. The pleasure is all mine. Goodbye, Miss Katz. Interesting. The suspects contradict each other in multiple aspects. I could use the reconstruction board to get a better idea, or update Mr. Bauer. I can also just call it a day. I feel a headache coming. I should still at least ask Paula to invite the last witness. Das können wir schon mal machen. Now that was quite an interesting development. Somebody sure is lying. But who? Can't say I envy your job right now, Miss Katz. Oh, before I forget, there was another call from your father for you. Wanted you to call back. Apart from that, how can I help you? Could you locate the third suspect, Alfred Faltmann? I'm on top of it. He should be arriving soon. Anything else? Thank you, Paula. That will be all for now. Here if you need anything. Okay, gut, dann können wir uns gleich nochmal in der nächsten Folge hier mit dem Storyboard beschäftigen, bevor wir dann wieder mit Fritz Bauer sprechen.
Ja, sehr spannende Entwicklung. Klang ein bisschen sympathischer, der Mensch, aber auch sehr, wie soll man sagen, sehr gefasst über das alles. Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob er unbedingt vertrauenswürdiger ist als der andere. Das werden wir sehen. Wir werden noch das dritte Verhör machen und dann sehen, was sich daraus ergibt. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann. Euer Jan.